Ich bin mir also sicher, dass Sie wissen, dass Blut ziemlich wichtig ist, richtig? Ich meine, wenn Sie sehen, dass jemand Unterblut verloren hat, ist das normalerweise kein gutes Zeichen. Aber warum Blut so wichtig ist, werden wir Ihnen in den nächsten Videos zeigen, wie das Besondere an dieser unglaublichen roten Flüssigkeit ist, dass Ihr Blut aus Plasma besteht. Rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Blutplättchen. In diesem Video werden wir uns die roten Blutkörperchen ansehen, die auch als Erythrozyten bekannt sind, und sie haben tatsächlich viele davon. In nur einem Blutstropfen gibt es etwa 5 Millionen rotes Blut. Zellen, in denen sie nur 120 Tage leben. Ihr Blutkreislauf, und jede Sekunde produziert Ihr Körper 2,5 Millionen neue rote Blutkörperchen, um alte tote Zellen zu ersetzen. Okay, ich höre Sie sagen, das ist großartig. Wir haben viele dieser Zellen. Was machen sie eigentlich gut? Sie haben eine sehr wichtige Funktion, und das ist der Transport von Sauerstoff rund um den Körper. Jede Zelle im Körper benötigt Sauerstoff, um aerob zu atmen und Energie freizusetzen. Wir nehmen bei jedem Einatmen Sauerstoff in unsere Lunge auf, aber irgendetwas muss diesen Sauerstoff aufnehmen und dorthin transportieren. Alle anderen Zellen im Körper, und das ist die Aufgabe ihrer roten Blutkörperchen, und sie wissen, was sie sehr gut machen. Und das liegt daran, dass sie all die speziellen Anpassungen haben, die erforderlich sind, um diese sehr wichtige Rolle zu erfüllen. Erstens haben sie eine bikonkave Scheibenform, das bedeutet im Grunde, dass sie wie ein eingeklemmter eigener Akteur aussehen, der in der Mitte gequetscht wurde. Das gibt ihnen eine große Oberfläche, um Sauerstoff sehr schnell aufzunehmen. Eine andere Anpassung ist, dass sie keinen Kern haben. Denke darüber nach, dass es keinen Nutzen in einem hätte rote Blutkörperchen. Zusätzlichen Platz mit einem großen Kern einnehmen, wenn er diesen Platz nutzen könnte, um noch mehr Sauerstoff zu transportieren. Eine erstaunliche Anpassung, aber die beste Anpassung von allen ist, dass sie das Transportprotein Hämoglobin in der Lunge enthalten, das es mit Sauerstoff bindet, um als rotes Blut zu Oxyhämoglobin zu werden. Zellen reisen durch den Körper. Sie geben diesen Sauerstoff aus dem Oxyhämoglobin an das atmende Gewebe ab. Aber es gibt auch mehr Oxyhämoglobin, das den Blutkörperchen die charakteristische rote Farbe verleiht. Sie können sehen, dass rote Blutkörperchen sehr spezielle Zellen sind. Wussten Sie, dass einer der größten Killer der Welt, der Malaria-Parasit, in Blutzellen eindringt und sie zerstört? Und deshalb ist es eine so ernste Krankheit. Und obwohl sie so wichtig sind, machen rote Blutkörperchen natürlich nur einen Teil ihres Blutes aus. In den anderen Teilen habe ich weitere Lektionen für Sie. Eine kurze Frage, um festzustellen, ob Sie in den letzten 2 Minuten dieses Videos darauf geachtet haben, wie viele rote Blutkörperchen Ihr Körper gebildet hat. Halten Sie das Video jetzt an, während Sie es ausrechnen, und klicken Sie Spielen, wenn Sie dazu bereit sind. Antwort: Die Antwort ist 300 Millionen Zellen. Klopfen Sie sich auf die Schulter, denn das ist eine Menge Zellen, wenn Sie das mochten.
Video geben Sie ihm einen Daumen nach oben und tun Sie es nicht. Vergessen Sie, den Kommentar unten zu abonnieren, wenn Sie. Haben Sie Fragen, warum schauen Sie sich nicht unsere an?